Oh ja, so. Ja, macht Sinn. Das ist das Steuergerät. Wir sind Manu und Thiago mit Big Shrek, unserem Expeditionsmobil, auf großer Reise Richtung Süden. Seit Mai 2025 sind wir unterwegs, voller Träume, Neugier und einer Prise Chaos. In dieser Folge rollen wir zusammen durch die Prärie Kanadas. Unser Tag startet klassisch mit Tim Hortons. Das ist unsere Konstante auf unserer Kanada-Reise. Keine gut gesunde Konstante, aber sie hält sich hartnäckig fest. Das ist wirklich der Coffeeshop hier in Kanada. Also hier gibt es fast keine Starbucks, hier gibt es fast nichts anderes, vielleicht noch ein bisschen Subway. Nicht, dass wir uns nur von Fast Food ernähren, aber Tim Hortons hat eine riesen Auswahl an wirklich leckerem Essen. Es ist günstig. Wir haben jetzt für all das hier, das sind Wraps. Das ist ein Wrap. Das ist ein Wrap. Donuts. Hier gibt es Sardinen und 2 Kaffees. Waren 20 kanadische Dollar. 24, 20, 24? 20. 20, okay. Aber mit Rechnen ist bei mir ein bisschen schwierig. Wie viel ist das in Euro? Kann man ja nachher ausrechnen. Ja, ich schreibe es unten hin. Ja, darum sind wir sehr oft hier. Aber wir haben noch keine Membercard. Vielleicht müsste man noch eine Membercard machen. Nein, das tun wir nicht. Das ist zu gefährlich. Ist das zu gefährlich? Wir sind jetzt einen Monat unterwegs und wir versuchen uns jetzt langsam, aber sicher normal zu ernähren und nicht jeden Tag bei Tim vorbeizugehen. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Wir sind ja zurzeit aktuell in Winnipeg. Also das heißt, wir haben noch einige Kilometer to go in Kanada. Und deswegen könnte das gut sein, dass wir uns vielleicht was abgewöhnen. Aber lass mich überlegen. Nein. Sami hat uns auf Instagram geschrieben, weil er unseren Scania einfach mega findet. Er meinte nur, den muss ich live sehen. Gesagt, getan. Wir haben uns in Winnipeg verabredet und ein paar Tage später stand er bei uns vor dem Truck. Die Begeisterung unübersehbar. Das ist auch mein Cycle, also ich habe ja 70 Stunden in 7 Tagen. 70 in 7 und dann, wie viel Pause musst du dann machen? Theoretisch 36, aber in Kanada kann ich bis zu 13 Tage durcharbeiten. Nein! Doch, weil wenn ich jetzt blöd gesagt jeden Tag nur 10 Stunden arbeite, Ja. habe ich am Sonntag 70 Stunden. Aha. Das ist aber nur 7 Tage Fenster. Am Montag habe ich wieder die 10 Stunden vom Montag. Also du guckst immer nur auf 7 Tage. Und dann musst du aber, weil Kanada definiert das alles, sagen sie, innerhalb von 14 Tagen musst du 24 Stunden Pause machen. Also müsste ich dann im Grunde irgendwo 24 Stunden stehen und dann kann ich weitermachen. Das nennt sich dann auf Recap-Arbeiten. Also im Grunde, du kriegst immer zurück, was du vor 7 Tagen gemacht hast. Okay. Ansonsten musst du 36 Stunden machen. Ruhezeit, okay. Und wo, also das machst du jetzt in deinem Fall, wenn jetzt mit dem Riesenteil da unterwegs bist? Entweder also im LKW auf dem Rastplatz irgendwo, dann kann es sein, dass ich mir ein Auto miete und irgendwo hinfahre. Eben schon, oder? Ja, das Das ist uns egal. Also ja. hier sagt nicht die Firma, also die guten Firmen lassen dir so die Freiheit. Okay. Und wo ich in New Brunswick war, habe ich dann gesagt, ich fahre statt den 11er den 17er, weil kann ich in Sault Ste. Marie stehen und dann gehe ich in Sault Ste. Marie ein bisschen Touri-Sachen machen. Ja, Bin ich zum okay. Museum runtergelaufen und so, einfach ein bisschen Bewegung. Weil Ja, klar, wenn man ja, jeden Tag Sitzding so und 13 ja. Stunden fährt, da hat man Gaudi. Ja. Aber nichts kaputt machen, wir sehen auf jeden Fall. Ich war ja mal im Gym. Richtig! Wunderschön. Und wir haben wieder einen Touchscreen für die Viecher. Und? Ja, ich würde fit, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, oder? Jetzt auch nordamerikanische Trucks fahren. Ja. Thiago und Sami hätten wahrscheinlich noch stundenlang über Motoren, Achsen und PS diskutieren können. Aber wir hatten noch eine bärtige Mission zu erfüllen.
wir haben was gefunden in der Mall. Thiago geht jetzt unter die Bartträger. Der muss jetzt auch gepflegt werden, weil wir sehen schon ein bisschen verwildert aus, wir zwei. Ja, sehen wir. Es verwittert. Ich wurde ja schon angesprochen drauf, dass er hier so weiße. Aber weiß macht er nicht weg. Sondern es ging ja jetzt nur ums schöne Aussehen. Aber meine Könnte sie Freunde, noch färben. ja, nein, fest. Nein, das doch will- ein nein, bisschen das zu machen früh wir, jetzt, das ja. stimmt. So alt bin ich jetzt trotzdem. Also bin ich jetzt definitiv nicht, gell? Ja, dann machen wir jetzt ein Vorher-Nachher. Machen wir, genau. Vorher, nachher. Ich Vorher mach Sehr schön. und dann machen wir nachher. Wow! Ja. Schau mal, wie fresh er aussieht. Wow. Und? Ist cool. Ey, ich war jetzt, glaube ich, das zweite Mal oder dritte Mal in meinem Leben überhaupt ein Barber, weil normalerweise trage ich kein Bart. Aber jetzt ist mir, weil ich zu faul bin, um mich zu rasieren, muss ich wirklich sagen, cool. Auch sehr preiswert, irgendwie 17 kanadische Dollar gekostet jetzt, das Trimmen und die Konturen zu machen. Total cooler Typ. Kann ich nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Und ich glaube, ich werde das jetzt auch in Zukunft öfter machen. Ich finde das noch cool. Baby, why you leaving me? Baby, what you doing me for? Is it because of him? Is it because of me? Won't you tell me, baby? Don't you leave me alone? Baby, won't you come? Da sind wir wieder. Ja, hallo, hallo. Ready to roll. Ja. Es ist jetzt, was ist jetzt? Es ist jetzt 8 Uhr. 8 Uhr morgens. Wir sind aufgewacht hier in Brandon Ja. auf dem Das erste Mal Walmart. Walmart Parkplatz. Ja. Wir sind gestern noch ein bisschen länger gefahren als geplant und haben dann ja, kurz und bündig schnell hier Stellung bezogen mit gefühlt, glaube ich, hier waren bis vor einer Stunde, halben Stunde waren hier 30 Camper oder so. Nein, 30 übertrieben, aber doch schon einige hier auf dem Platz, gell? Ja, das stimmt. Ja, wir haben gestern, hätten wir eigentlich noch Wäsche waschen wollen, weil es ist langsam ein bisschen überfällig. Weil wir haben ja eine Waschmaschine dabei. Die tut aber nicht so, wie wir das wollten. Darum müssen wir jetzt in die Laundries. Yes! Und das ist immer sehr exciting für uns. Nee, wir waren jetzt einmal, es hat super geklappt. Und jetzt hatten wir das gestern auf dem Programm. Wir wollten auch ins Human Rights Museum in Winnipeg. Das hatte geschlossen. Und danach haben wir dafür Sami getroffen. Ja, cooler Typ. Ja, mega. Das war echt witzig mit ihm. Dann waren wir danach noch essen. Und dann sind wir doch abends um 9 sind wir noch 2,5 Stunden weitergefahren. Genau, wir sind gestern hier um 11 Uhr abends angekommen. Ja, jetzt wollen wir ein bisschen Strecke machen. Ja, jetzt ist es halt auch so, jetzt sind die waldige Gegend hat jetzt, haben wir uns hinter uns gelassen mit Winnipeg so. Und jetzt geht's Richtung Calgary. In großen Schritten. Also das heißt, wir werden die nächsten Tage viel fahren. Heute ist das Ziel, zum National Park zu fahren. Grassland heißt er, glaube ich. Grassland National Park. Ja, das genau, sind richtig viele Kilometer. Mal schauen, ob wir das schaffen. Wenn nicht, dann schlafen wir sonst wieder irgendwo auf der Strecke. Ja, das Ja. Ding ist, es geht halt einfach nur geradeaus hier in, Ja. in der Prärie. Also da ist nichts mehr. Da Hier ist hat noch ein nix paar mehr. Bäume rechts und links. Ja. Dann begegnet uns manchmal wieder kilometerlange Züge. Und that's it. Aber wir werden euch mitnehmen. Wir werden euch das zeigen, wie das aussieht auf unserem Weg. Wenn es denn überhaupt was zu zeigen gibt. Vielleicht gibt es dann halt einfach mal was zu zeigen, dass es nichts gibt. Genau. Aber zuerst gehen wir jetzt Wasser füllen, weil Grassland National Park hat gar nichts. Genau. Und da wollen wir voll aufgestockt dort einrollen. Okay, wir sehen uns. Bis gleich. Tschüss. And you're my apple pie. Thiago macht schon alles ready, dass wir wieder full mit Wasser sind. Genau. Wir mussten hier auch so ein Übergangsstück kaufen, weil wir hatten das noch nicht dabei von Gardena. Oh, fragt mich jetzt nicht. Ihr wisst sicherlich. Schreibt es da mal unten in die Kommentare. Weil ich glaube, es ist 3/4 Zoll, wenn mich nicht täuscht. Aber wir haben es einfach gekauft, es passt und das brauchen wir jedes Mal.
für das Auffüllen, ja. Also wir hatten eine Auswahl von wahrscheinlich 50 verschiedenen Adapter, die wir schon mitgenommen haben aus Europa. Aber natürlich hat keiner gepasst davon. Don't you leave me alone. Maybe, won't you come on home now? I'll prove I'm right. Till the morning light. So, und jetzt kann ich hier bei unserer Outside Connection Box kann ich das anschließen und den Befüllungsprozess starten. Das ist richtig cool, muss ich sagen. Da haben sie gute Arbeit gemacht, die Firma Bliss, mit dieser Connection Box, weil da musste ich jedes Mal alles wieder da irgendwo reinziehen in die Hütte, sondern kannst es effektiv draußen machen. Ich sperre mal hier auf. Wir haben hier, wie ihr seht, verschiedene Anschlüsse von AC Out, also Strom raus, Strom rein, die Batteriespannung, können Licht bedienen von hier, Wasser rein, Wasser raus, und das geht dann durch 3 Filter und einen UV-Filter, und ich kann auch die Tanks dumpen hier von hier. Das machen wir jetzt aber nicht, weil wir sind frisch gedumpt, deswegen genau. Jetzt schließe ich das hier an, mache ich den Hahn auf und dann mache ich hier die Zufuhr auf. Ui, da geht was. Da ist Druck vorhanden. Ja, da freuen wir uns jetzt noch drüber. Ich habe gehört, in Südamerika soll das dann wieder anders sein. Wir sind gespannt. So, schau mal, was haben wir hier für Leitungsdruck. Der baut sich noch wenig auf. Wir haben 2,3 Bar Leitungsdruck, ausgezeichnet. Also lassen wir hier Fill the Tank. Ich zeige euch das mal. Hier. Und dann kann man Fill the Tank. Zack. Und jetzt geht's los und jetzt wird der Tank gefüllt. Zuerst gefiltert, dreifach gefiltert mit, drei verschiedenen Filtern. Und anschließend kommt noch der UV-Filter. Dann kommt das in den Tank rein. 550 Liter Frischwassertank haben wir hier. Reicht uns ziemlich gut für, sag mal, locker 10 Tage. Und ja, genau. Und jetzt wird das da rein. Ja, ich glaube, das gibt's ja gar nicht mehr zu sagen. Hate to be turned down. Same old story. Would you hear me, baby? It's could have been so right. Baby, why you leaving me? Baby, what you dumping me for? Is it because of him? Is it because of me? Guten Morgen, Leute. Guten Morgen. Es ist jetzt 7:20 Uhr. Die Frühaufsteher sind wieder mal on fleek, gell? Ja, wir wissen nicht, was Ausschlafen ist. Wir haben, glaube ich, Jetlag seit 4 Wochen. Egal. Hauptsache früh da. Weil das lohnt sich jeweils immer in den Nationalparks früh da zu sein, haben wir gehört. Und deswegen raffen wir uns auf, dass wir früh aufstehen. Und heute geht's in den Grassland National Park. Wir haben da schon einen ganzen Haufen Informationsmaterial gekriegt im Visitor Center. Haben unseren wie sagt man den? Pasta? Das Ding? Keine Ahnung. Den Canada Discovery Pass haben wir genau. gekauft, weil Ihr wisst was. wir doch viele Nationalparks eigentlich machen. Das ist unser erster, das kann man eigentlich fast nicht glauben, weil die im Osten haben wir alle ausgelassen. Das stimmt. Wir Wir hatten waren an nämlich- tollen Plätzen, aber ja, waren nicht in den Nationalparks. Wir Ja. hatten einen inneren Stress. Den haben wir immer noch ein bisschen, weil es jetzt halt heißt, dass das High Season ist in den Nationalparks Jasper, Banff, Whistler. Ja. Und jetzt haben wir tatsächlich auf unserer zeitlosen Reise Stress. Nein, den haben machen wir wir uns nicht, selbst.
Aber wir haben zum Beispiel auch verpasst, hier zu reservieren im Nationalpark, weil wir dachten, ey, da war gestern 6 Stunden lang kein Mensch auf der Straße. Und ich habe ja sicher die Bilder schon gesehen, wenn nicht, dann blenden wir sie auch noch ein. Das war Wahnsinn. Wirklich, da ist gar nichts. Da siehst du 2, 3 Häuser. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir gestern, da gab es ein Stück, da sind wir vielleicht einmal überholt worden oder 2-mal. Entgegenkommende Fahrzeuge hatten wir einige, aber in unserer Richtung, hier zum näher Graceland National Park, war nichts los. Ja, und es war eine schlimme Fahrt für mich, weil wir haben einen Vogel gehittet, der konnte nicht mehr ausweichen. Unsere Frontscheibe, das war, es gab so, wir wissen immer noch nicht genau, was das für Tiere sind. Die sehen aus wie so kleine Erdmännchen, also vielleicht eine Kreuzung zwischen Erdmännchen und Wiesel. Die stehen auf der Straße, dann stehen sie so mitten auf der Straße und wir kommen halt mit 100 und die haben es zum Glück immer geschafft, aber ja, der Vogel hat leider nicht überlebt und das gab schon einen heavy Knall. Ja, aber die Scheibe ist zum Glück noch ganz. Ja. Den Vogel kann man logischerweise nicht mehr retten. Nee, Der war tot. Wir haben jetzt so einen Friedhof da vorne mit Nein, Insekten. nicht mit Vögeln, hallo. Nein, mit Insekten. Wollte ich gerade sagen, also musst du nicht übertreiben Nein, hier. wir übertreiben nicht. Nee, aber heute, was schauen wir denn heute an? Heute gehen wir da die Viewpoints durch. Da gibt es Garantie dafür, ne? Sonst gibt es Geld zurück. Nee, Spaß. Da gibt es verschiedene Aussichtspunkte, die werden wir jetzt besuchen. Ich glaube, es sind 8 an der Zahl. Und jedem Aussichtspunkt kann man andere Tiere sehen. Und das geht von Wiesel über Klapperschlangen, soll es auch haben hier drin. Und auch Büffel, Buffalos, wie heißen Für die? was wir eigentlich wirklich gehen, sind die Bisons. Ah, okay. Ist das nicht das Gleiche? Oh, Leute, Sorry. ich sag's Ich bin ein euch. bisschen Banause manchmal. Aber, naja. Gestern sind wir an so vielen Kühen vorbeigefahren und Thiago hat jedes Mal gefragt, sind das jetzt nicht Bisons? Jetzt, das müssen die nicht Ja, wissen. das stimmt. Also wir gehen los, wir nehmen euch mit und wir hoffen, dass wir was sehen, weil hier draußen ist halt wegen den Waldbränden echt schlechte Sicht. Ja, Sicht, ja, definitiv. Aber wir schauen, dass wir das Beste rauskriegen und euch mitnehmen können. Wir sehen uns. Tschüss. Und tschüss. Willkommen im Graceland National Park, einer der letzten echten Prärien Nordamerikas. Hier weht der Wind wie damals, als noch Büffelherden durch die endlosen Grasebenen zogen. Und ja, die gibt's immer noch. Der Park schützt nicht nur Bisons, Prärierhunde und Klapperschlangen, sondern auch eine Landschaft, die fast ausgestorben ist. Das war er, der Graceland National Park. Wild, still und irgendwie magisch. Wenn du mit uns weiter durch Kanada rollen willst, abonnier uns, lass ein Like da oder schreib was in die Kommentare. Wir freuen uns auf dich, unterwegs, irgendwo da draußen.